Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Silber $45 bis Ende 2023. Disclaimer. Silber $45 bis Ende 2023. Der Analyst projiziert hier den Anstieg von 56% vom Tief 2020 bis zum Hoch 2020 auf das letzte Tief 2020 bis zum kommenden Hoch. Bei gleichem prozentualen Anstieg von 165% käme ein Preisziel von $45 zustande und das im kommenden Jahr. Goldaktien werden von dieser Preisentwicklung besonders profitieren und in den besten Fällen um bis zu einigen 1000% steigen. Ja, einfach wenn sich derselbe Preisanstieg wiederholen sollte, kommen wir in den Bereich von $45. Möglicherweise wird es auch noch mehr. Möglicherweise wird das alte Hoch hier von 2011 und auch eben von 1980 dauerhaft rausgenommen. Natürlich gibt es dann auch wieder eine Korrektur, ist auch gut möglich, dass Silber über $50 steigt, vielleicht auf 60, 65 und dann korrigiert und durchaus heftig korrigiert. Das kann man an der Stelle nicht prognostizieren, aber was man sagen kann, wenn Silber in diesen Bereich kommt, sind Goldaktien komplett überbewertet. Dann sind aus Penny Stock Goldaktien Dollaraktien gewesen und dann ist es eigentlich höchste Eisenbahn, den Markt zu verlassen, um möglicherweise den Kaminanstieg von Silber, wenn es quasi senkrecht hochgeht, Step by Step die Gold- und Silberaktienpakete zu verkaufen. Das ist dann der beste Zeitpunkt. Momentan sind wir noch im Tief. Wir haben noch nicht das alte Hoch hier von 2021, also $30 herausgenommen. Das muss erstmal erreicht werden. Wenn das abgeschlossen ist eine neue Niveausteigerung in Richtung 45 oder über $50 denkbar. Gold und Polymetallic, Produzent Peru, Mexiko, 26 Millionen Dollar Marktkapitalisierung, hohes Risiko. Peru ist einer der produktivsten polymetallischen Produktionsregionen der Welt. Das Unternehmen kontrolliert aussichtsreiche Claim, das mehr als 50.000 Hektar umfasst. Hier sehen Sie Lagerstätte, ist, sage ich mal, südlich oder da, mehrere haben die ja südlich von Lima in Zentralmexiko, relativ nahe auch der Küste. Also ihr Vorzeigegebiet ist diese Yauricocha-Mine. Dann haben sie noch eine wachsende Kupfermine, die Bolivar-Mine und dann noch die Cushi-Mine, eine wachsende Silberprozent in Mexiko. Und sie haben weitere Explorationsgebiete, insgesamt 16 Explorationsgebiete in Peru und Mexiko. Also, measured, also und indicated an Ressourcen haben sie 60 Millionen Unzen, inferiert 43 Millionen mit 48 Gramm pro Tonne, also 103 Millionen Unzen Silber, jede Menge Kupfer, Blei, Zink und eben auch 720 1000 Unzen, allerdings Low-Grade Gold. Wenn man das in den Potentialfaktor tut, mit der gegenwärtigen Marktkapitalisierung, Sie sehen, die Aktie ist enorm seit März zurückgekommen und ist gerade meiner Meinung nach dabei, eine Bodenbildung zu fügen, ist ein Produzent, das durchaus bis zu 4 Millionen, vermutlich bis zu 4 Millionen Unzen Silber produziert und ist eigentlich total abgestraft worden. Ja, also man kommt dann auf einen Potenzialfaktor von 84. Das heißt, wenn Gold auf 2500 Dollar stehen könnte, könnte diese Aktie um das 84-fache höher sein. Also es ist ja ein theoretischer Vergleichsfaktor. Wie das in der Praxis aussieht, ist dann noch was ganz anderes. Aber wir versuchen einfach diese Aktien hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung, ihrer Anzahl der Unzengrad des Goldes und Länderrisiko damit zu berechnen. Ja, ähm, also insgesamt meines Erachtens interessanter Produzent, völlig runtergeschlagen, mit wirklich interessanten Ressourcen, über 100 Millionen Unzen Silber, fast 1 Million Unzen Gold und jede Menge Kupfer,
Blei und Zink, das natürlich auch nicht in dieser, in dieser Formel mit drin ist. Das könnte wertmäßig auch noch zuschlagen. Ja, also wenn jetzt die Rohstoffrallye beginnt und Gold und Silber steigt, sollte auch dieses Unternehmen wieder von profitieren und man würde im Grunde genommen einfach schon gut aufgestellt sein oder gut investiert haben, wenn einfach das alte Hoch erreicht wird. So, und wenn dann Gold auf 2300, 2500 gehen, ist es möglicherweise auch noch mehr möglich. Natürlich ist es hohes Risiko, wie immer keine Kaufempfehlung, aber ich wollte einfach aufzeigen, was für Werte noch absolut tief und unterbewertet in diesen Gold- und Silberaktien gehen. Die sind mitnichten überbewertet, sind immer völlig noch nahe des Bodens, wenn auch nicht so ganz so tief wie im September. Aber das Unternehmen, ja, das hat im Prinzip jetzt quasi seinen Tiefpunkt gehabt. So deutlich kann man das nicht timen. Und wenn das jetzt seinen Boden gefunden hat und der Rohstoffsektor zieht wieder an, ist es eben ganz interessant. Ja, was fasziniert uns so an diesen Goldaktien? Eben dieser Goldaktienbullenmärkte noch der 70er Jahre. Da sind Goldaktien von 15, 20 Cent auf 15, 20, 30, 40 Dollar gestiegen. Einfach unglaublich. Es gab auch noch andere Edelmetallhausen, zum Beispiel die Silberrallye von 1963 bis 1967. Dort sind auch teilweise Goldaktien im Schnitt, Silberaktien im Schnitt über das Hundertfache gestiegen. Und Silber hat sich verdoppelt, verdreifacht, gar nicht so viel. Das heißt, wenn jetzt hier Silber Richtung 50, 60 Dollar steigen könnte theoretisch was mit diesen Penny Stocks auch passieren. Das ist das Attraktive. Das passiert nicht sehr oft, deswegen hat das keiner auf dem Radar. Aber wenn Sie glauben, dass jetzt Gold und Silber von dem nächsten Sprung steht, wie viele Analysten das ja auch tun, dann sind sicherlich solche Penny Stocks mit großen Ressourcen die Wahl der Stunde, weil da die ganz großen Gewinne zumindest in der Vergangenheit gemacht werden und möglicherweise auch wieder in der Zukunft. Also was tut man jetzt? Man kauft eben Penny Stocks mit großen Ressourcen ein, in der Hoffnung, dass das Big Money und dann das Geld der ganzen Anleger eben diese Story, diese Superlative, die irgendwo in den Aktien, also wie große Gold- und Silbermengen, guter Grad, gutes Management etc., wird wird dann sofort schlagartig bewertet. Und ja, das ist eine ziemlich interessante Story, gerade weil die Gold- und Silberaktien immer noch absolut am Boden sind. Im Grunde genommen müssen sie eigentlich wiederbelebt werden. Und dieser Prozess des Wiederbelebens ist nichts anderes als ein sehr starker Bewertungsaufschlag. Und das ist die Phase, wo man die größten Wertzuwächse hält. Wenn die Goldaktie erst sich wieder oder Silberaktie etabliert hat, aus der tiefen Unterbewertung gemacht ist, dann wird sie eher proportional, allerdings mit größerem Rückschlagsrisiko als Gold steigen. Also jetzt ist eine interessante Zeit für Gold- und Silberaktien. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen diese Aktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko das Ganze zu ordnen. Ähm, Wir haben eine Exit-Strategie entwickelt, also was kaufen Sie, wenn der Boom vorbei ist. Wie gesagt, wir berechnen den Potenzialfaktor, das ist ein theoretischer Potenzialfaktor, um wie viel die Aktie steigen kann, wenn Gold bei 2500 ist. Eine persönliche Beratung per Folievorschlag kann ich auch anbieten. Finden Sie alles verlinkt unten im YouTube. Einlagen von Gold und Silber, Einkaufsgemeinschaft Sachwert des Unternehmens zu jeder Zeit, wenn man Gold und Silber kommt. Und viele sagen, das sind die absolut günstigsten am Markt, unter Umständen eine enorme Alternative, also eine interessante Alternative zu klassischen Edelmetallhändlern. Ja, immer erst Preisvergleich, bevor man überhaupt physische Ware kauft, bei Gold.de zum Beispiel. Nützliche Informationen, mit welchem Broker kann man arbeiten in der EU, mit welchem Broker in der Schweiz, wo kann man es einlagern, die verschiedenen Indizes, Diskussionsforum wie COCA, da werden die Aktien diskutiert in der englischsprachigen Welt. Wenn Sie Fragen, Kontakt, Zustellungsprobleme, Anregungen haben, kontaktieren Sie mich einfach oder schreiben Sie mir eine Mail. Sobald ich Zeit habe, würde ich mich bei Ihnen dann wieder melden. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das soweit gefallen
gefallen hat, vielleicht die Glocke betätigen, dass Sie sofort über neue Videos informiert werden. Vielleicht auch ein Like geben, wenn Ihnen das Video soweit zugesagt hat, weil dann wird dieses Video, der Algorithmus sorgt dafür, dass dieses Video auch dann bei anderen Leuten, die sich möglicherweise dafür interessieren, angezeigt wird. Also nochmal besten Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.